Hallo Leute, mein Name ist Ralf und im heutigen Video kümmern wir uns mal um ein Thema, was eigentlich so ziemlich alle beschäftigt, was auch alle schon mal probiert haben und teilweise erfolgreicher, teilweise nicht so erfolgreich. Ich möchte das Ganze halt so lösen, dass im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, das Ganze auch vom Druckbett verschwindet, weil viele lassen das Ganze ja am Druckbett dran. Und das möchte ich halt in dem Falle nicht. Ja, es geht im Endeffekt um eine schöne automatische Düsenbürste. Und zwar soll die Düsenbürste, wenn sie im Ruhezustand ist, unten halt so stehen und soll dann hochklappen, wenn der Tisch weggefahren ist, um dann halt hier sich abbürsten zu lassen von der Düse und soll dann wieder wegklappen, bevor der Tisch hochfährt. Ja, dazu muss dann halt noch der G-Code geschrieben werden, dazu muss auch noch alles andere geschrieben werden. Der Servo muss sich ja schließlich auch noch bewegen, damit das Ganze funktioniert. Und dann müssen wir halt mal sehen, im nächsten Video wird auf jeden Fall das Ganze dann so drinne sein, dass ich hoffe, das ganze System auch schon läuft. Ich bin jetzt leider die Woche nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Aber ja, ich bin jetzt zumindest schon mal so weit, dass die Abstände alle stimmen vom Servo, dass ich mit der Achse noch reinfahren kann. Das ist jetzt im Prinzip alles nach Tronxy Standardmaßen ausgelegt und ist damit halt auch auf jedem Drucker im Prinzip einsetzbar hinterher, der halt die Möglichkeit hat, dass wir halt den Servo ansteuern können. Also das geht im Endeffekt jetzt momentan wahrscheinlich eher an die Clipper-User und die Leute, die eine Custom Marlin benutzen, die sich halt auf dem Standard Tronxy Board und auf dem Custom Board halt noch einen Pin suchen, der halt PWM ausgeben kann. Auf dem Tronxy Standard Board würden mir da jetzt auch 3 Pins einfallen aus dem Stegreif, aber da möchte ich halt im Endeffekt jetzt nichts zu sagen, weil ich weiß halt nicht, was die Jungs da noch dran gehangen haben von Tronxy. Und das müsste ich dann erst prüfen, aber das kann halt auch derjenige sich selber prüfen, der es halt mit Marlin und mit dem Standardboard probieren möchte. Falls ich da doch irgendwie nochmal Zeit finde, gucke ich auf jeden Fall da rein und werde das dann noch nachträglich unten in der Beschreibung reinschreiben, ob das Ganze funktioniert und mit welchem Pin das Ganze funktioniert. Allerdings eine kleine Vermutung kann ich schon mal äußern. Es gibt ja auch noch die anderen Boards, die die Option für Laser haben. Die sind ja in vielen Druckern trotzdem verbaut worden, weil irgendwie wahrscheinlich keine Boards verfügbar waren oder sowas, keine Ahnung. Mit diesem Laserport würde es auf jeden Fall funktionieren, wenn bekannt ist, wo der Laserport halt den Pin hat, also wie der Pin heißt vom Controller. Das müsste aber auch irgendwo in den Repositories zu finden sein mit Sicherheit, weil der Pin kann auf jeden Fall PWM, weil der Laser wird nämlich genauso angesteuert wie der Servo. Das ist im Prinzip die gleiche Ansteuerungsart. Ja, zum Servo gibt es zu sagen, das ist halt ein ganz normaler, alter Robbe Futaba Standard-Servo, der S3003. Ich habe den genommen, weil ich hiervon noch 10 Stück rumliegen habe aus meiner Modellbauzeit. Und das sind halt die Dinger, die immer meistens in den Autos standardmäßig verbaut sind, wenn man irgendein Auto kauft. Also ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade einen Tamiya kauft, wo sowieso schon teilweise eigene Servos drin sind von Tamiya, dann ist meistens dieser Robbe Standard-Servo da drin. Deswegen habe ich noch da wirklich noch viele von rumliegen und die kann ich damit halt dann nach und nach aufarbeiten. Aber ich habe ihn auch genommen, weil ihn gibt es auch mit Metallgetriebe. Das ist jetzt die Standard-Version mit dem Kunststoffgetriebe. Und der mit Metallgetriebe, den habe ich im Offroad lange gefahren, weil im Offroad ist es ja nicht so wichtig, dass die Achsen so schnell drehen. Und, ach du liebes bisschen, die haben 100 Jahre gehalten gefühlt. Selbst der hier ist ein Gebrauchter und läuft noch tadellos. Da habt ihr eigentlich überhaupt keine Probleme bei dem, was er hier machen soll. Er soll sich ja nur 90 Grad bewegen und wieder 90 Grad zurückbewegen. Ja, dann würde ich sagen, war es das in dem Video auf jeden Fall für diese Woche. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, eine schöne Weihnachtswoche weiterhin